Hallo und herzlich willkommen auf Enforce Tech TV, dem digitalen Format der Enforce. Wir sind bei Recon Company und ich bin hier mit dem Florian. Florian, grüße dich. Hi, morgen Martin. Schön, dich zu sehen. Ja, danke dir auch. Florian, wir haben bei Recon Company natürlich verschiedene Marken, die vertreten werden, aber auch eigene Marken, die gepusht werden. Und das wäre eine neue Marke, die du jetzt betreust quasi. Erzähl uns mal was über dich und über die Firma. Genau. Also ich bin von der Firma Zero Signature. Wir konzentrieren uns auf Tarnsysteme und im Moment natürlich auf das Multispektrale. Ja. Das heißt, aufgrund der aktuellen Bedrohungslage, wie man es immer öfters sieht, auch aus den Bildern aus der Ukraine, Drohnen sind überall gegenwärtig, Aufklärung, klassische Tarnmuster spielen nicht mehr so oder haben nicht mehr so eine große Bedeutung, weil mit Thermal- oder Nachtsichttechnik extrem schnell aufgeklärt wird und da sitzt ihr jetzt rein. Was ist eure Technologie oder eure Idee dahinter? Ja, genau, wie du schon angemerkt hast, heutzutage aufgrund der modernen Bedrohungslage spielen, sage ich mal, klassische Tarnmuster im visuellen Bereich eher noch eine sekundäre Rolle. Der Nachtsichtbereich im nahinfraroten Bereich ist natürlich wichtig. Ja. Dann geht es schon teilweise mittlerweile technologisch in diesen Shortwave-Infrarotbereich, wo viele neue Technologien eine erweiterte Nachtsicht bieten. Aber am wichtigsten haben wir alle gelernt, das Gute kommt von oben, sagt man auch so schön, leider. Haben wir die thermale Aufklärung mit Wärmebildgeräten. Und da hast du mittlerweile zwei verschiedene, sage ich mal, Winkel, Vektoren. Einmal die in der horizontalen, die Aufklärung durch Wärmebildgeräte, zum Beispiel Vorsatzgeräte auf Waffen oder thermale Ferngläser, Wärmebildgeräte, die dann in der horizontalen aufklären können. Du hast aber auch viel diesen vertikalen Vektor, der quasi durch Drohnen, die mittlerweile überall vorhanden sind in den Einsatzgebieten. Da hast du natürlich auch viel größere Reichweiten, wo du schon was siehst, ja? Du hast auch andere Winkel, die man beachten muss, wo man dann andere, sage ich mal, Stärken im Anzug auch berücksichtigen muss. Und wie gesagt, diese Wärmebildgeräte sind ja auch so günstig geworden. Ja. Du kriegst sie mittlerweile, weiß nicht, für wenig Geld, kannst sie überall leicht, klein und anbringen. Deswegen haben wir da ein großes Problem. Und was kann man nun machen, um, sage ich mal, die Körperwärme effektiv zu tarnen? Zwei Methoden. Ja, es ist ja Physik, die kann man jetzt nicht überlisten, das ist sehr schwierig. Man kann zum einen die Körperwärme, da gibt es Hersteller, die blockieren die Körperwärme komplett, die schirmen sie komplett ab. Ja. Das mit kann einer Barriere. Aber, genau, mit einer Barriere. Das kann aber zu dieser Problematik führen, dass wir in diesen Wärmegeräten einen Cold Spot sehen. Und wenn dieser Cold Spot dann noch die menschliche Silhouette annimmt, haben wir genau das Gegenteil erreicht. kannst du aufgeklärt werden. Es gibt mittlerweile die KI, die menschliche Silhouetten und Formen erkennt. Es wird markiert und du bist aufgeklärt. Ja. Und außerdem hast du das Problem, wenn du dich komplett abblockst, dann überhitzt du einfach als Anwender darunter. Du kannst dich kaum körperlich unter Belastung bewegen. Was vielleicht für einen statischen Scharfschützen, aber jemand, der irgendwo noch in der Bewegung ist, der... Genau. Und dadurch wie die Sauna sich aufheizt, heizt sich auch der Anzug an sich nach kürzerer Zeit mehr auf. Ja. Und wir gehen einen etwas anderen Weg. Wir bei Zero Signature, bei unserem multispektralen Tarnsystem oder hier diesen thermalen Camouflage-Gilli, den wir hier sehen, sind wir nicht nur im visuellen gut getarnt, wir sind auch nicht im Nahinfraroten gut, also sind auch gut getarnt, sondern wir versuchen auch im Shortwave-Infrared, diesem neuen erweiterten Nachtsichtbereich und natürlich im thermalen Infrarot jetzt geschützt zu sein, indem wir auch in diesem thermalen Bereich ein Tarnmuster erzeugen, was den Anwender im Hintergrund einfügt. Durch die 3D-Struktur quasi. Die 3D-Struktur und gewisse andere Technologien, die noch im Anzug stecken, die dann auch die menschliche Silhouette einfach komplett aufbricht. Ja. Und das ist so außerdem von der Konstruktion her bedingt ein sehr leichtes Gewebe, was auch den Anwender nicht überhitzt unter körperliche Belastung. Sollte jetzt so ein Gilli dann aber doch zu viel sein, habt ihr auch noch ein anderes Produkt, was so ein bisschen leichter ist? Das gucken wir uns jetzt mal an. Wir haben auf einen anderen Schnitt, da haben wir zum Beispiel eher wie gesagt, hier ist der klassische verbesserte Gilli-Schnitt mit einer, sag ich mal, mit einer Hose, einer klassischen Überhose und klassischen Schuhcovern, weil wir wissen ja auch, alles was unbedeckt ist, da ist Wärme, auch die Schuhe die heizen sich auf. Und die sind dann detektierbar. Ja. Und da werden wir auch in Zukunft noch auf eher so einen klassischen Anorak-Schnitt gehen, den man zum Beispiel, wenn es dann in die Action gehen muss, kommst du schnell an deine Ausrüstung, an die Plattenträger und so weiter und so fort. Perfekt. Da geht's hin, die Reise. Voll gut. Florian, vielen, vielen Dank.
Ich schaue mal hier einmal um die Ecke, was es noch bei 3PF Neues gibt bei Reason am Stand. Aber das ist auf jeden Fall schon mal super spannend. Und ich denke, wir werden da auch in naher Zukunft bei uns auf dem Kanal nochmal darüber berichten. Das werden wir, genau. Vielen Dank. Danke dir. Ja, wir sind weitergezogen bei Recon Company und sind jetzt bei 3PF. Ich habe hier wieder mal den Nils. Nils, ich grüße dich. Hallo Martin. Schön, wie jedes Jahr, dass du dir die Zeit nimmst, kurz mal über die Neuheiten zu sprechen, die wir bei 3PF haben. Ihr habt euch wieder dem Schutz der Behörden und Beamten gewidmet und habt da ein bisschen was entwickelt. Das ist richtig. Dann zeigt doch mal kurz, was ihr mitgebracht habt. Ja, 2 Dinge, die ich dir heute zeigen möchte. Wir stehen hier neben einem schweren flammbaren Einsatzanzug. An der Farbe unschwer zu erkennen. Natürlich, die Hauptzielgruppe sind SEKs. Ja. Es gibt nicht mehr allzu viele Marktbegleiter, die das Ganze anbieten. Wir haben uns dieser Thematik angenommen und haben versucht, auf die Anforderungen unserer Kunden zu hören und Dinge zu verändern. Haben die SEKs tatsächlich ein höheres Risiko aktuell durch Feuer? Oder wie würdest du es einschätzen? Generell natürlich. Sie wissen nie so richtig, was sie erwartet in der Regel. Und von daher ist die Flammhemmung oder die inhärente Schwermflammbarkeit, Ja. das heißt die dauerhafte Schwermflammbarkeit hier absolutes Muss und Vorgaben. Ja. Und natürlich dann entsprechend auch ein Combat-Shirt, damit es unter dem Plattenträger getragen werden kann. Und eine Hose. Und bei der Hose habt ihr auch so ein paar Spezialitäten mit eingebaut. Genau, Magst ganz du kurz genau. drüber reden? Ja, also erstmal generell das Material. Du weißt, ich bin ein Material-Nerd. Das heißt, auch hier an der Stelle müsst ihr leiden. Ja. Das Besondere an unserem Anzug ist, dass das Material deutlich leichter ist als bei allen unseren Mitbewerbern. Wir haben 180 Gramm pro Quadratmeter, sowohl im Jersey als auch im Stoff an den Ärmeln und an der Hose, was diesen Anzug ungefähr 40 bis 90% leichter macht als alle anderen vergleichbaren Produkte am Markt. Bedeutet natürlich nicht, dass die Qualität darunter leidet, dass das schneller reißt. Die Werte sind alle tippitoppi. Super. Wo habt ihr das aufgetrieben, das tolle Material? Das verrate ich an der Stelle nicht. Berichtet. Wird allerdings in Frankreich schon seit vielen Jahren bei der GIGN getragen zum Ja. Beispiel. In anderer Farbe und in etwas anderer Ausführung. Cool. Wir haben hier einen Ripstop, Metapara-Aramid, Jersey, ein Aramid Viskose. Ansonsten ist es ein Combat-Shirt, da müssen wir, glaube ich, Ja. gar nicht so viel darauf eingehen. Bei der Hose es ist mir besonders wichtig, dass wir auf die Schnittführung geachtet haben. Alle unsere Marktbegleiter haben viele Taschen, die aber offen sind. Und wenn wir jetzt von Flammenhemmung sprechen oder von schweren Flammbarkeit, dann sprechen wir auch von brennbaren, flüssigen Materialien, die natürlich in die Taschen gehen können. Ja. Wir haben hier Innen ist in der Regel kein... ist doof, ne? Muss ich in den Kopfstand gehen und das sieht ein bisschen albern aus und dann noch schnell in den Flickflack, damit alles wieder rausfließt, was ich denn flammend in der Okay, Hose das habe. eskalierte schnell. Richtig. An der Stelle haben wir einfach eine Patte genommen. Ein Gegenargument für eine Patte ist, ich habe Knöpfe, Ja. Reißverschluss, Klett und Flausch, was mich stört beim Aufmachen, beim Handeln. Wir haben das anatomisch so geformt und die Patte so geformt, dass sie komplett ohne auskommt. Also gar aber kein Verschluss, wir haben also kein Klett, kein kein Magnet, Klett, gar kein nichts, Knopf. überhaupt nichts. Okay. Bleibt trotzdem immer unten, ich komme aber sofort dran. Ja. Und eben, ganz wichtig, brennbare Flüssigkeiten können Ja. nicht in die Taschen eindringen. Das war uns ganz besonders Okay. wichtig. Und im Kniebereich haben wir eine Keramikpunktbeschichtung und am Ärmel, an den Ellbogen von dem Shirt auch, einfach um die Haltbarkeit nochmal deutlich zu verlängern. Cool. Ja, und dann haben wir natürlich noch was für Stich- und Schnittschutz. Das holen wir uns einmal kurz hierher und ziehen den Kollegen mal an und den Rest nehmen wir in die Hand. Sehr gerne. Es gibt einen Haufen Behörden oder Einsatzkräfte, die vielleicht jetzt nicht im aktiven Dienst sind wie Polizisten, sondern halt auch Menschen, die eher zivil aussehen oder zivil nicht bedrohlich wirkend wollen. Nenn mal ein paar Beispiele, das sind ja deine Kunden, für die du das Genau. Zum designt einen hast. sind es natürlich auch Polizeikräfte, die Ja. verdeckt ermitteln, aber auch Angestellte von Gesundheitsämtern, Veterinärämtern, letztendlich alle Menschen von Exekutivorganen, Ja. die zu anderen Menschen an der Haustür Drogenhilfe könnte ein Thema sein. Ja, die zu anderen Menschen gehen und schlechte Nachrichten haben. Ja. Ich muss dir was wegnehmen, ich muss irgendwas dicht machen und da ist das Eskalationspotenzial sehr hoch. Ja. Und deshalb haben wir eine Kollektion entwickelt an Stich- und Schnittschutz, Bekleidungsteilen. Grundsätzlich kennst du das ja schon, dass wir eine taktische Linie haben. Aber hier jetzt auf besonderen Wunsch, in den letzten 1,5 Jahren wurde uns, ich muss ganz ehrlich sagen, die Bude eingerannt, dass wir genau sowas machen. Traurig, aber Einfach ja, eine Bekleidung, wo nicht erkannt wird, dass ich hier einen integrierten Stich- und Ja. Schnittschutz habe, der exzellent ist. Es gibt am Markt vergleichbare, aber nicht bessere Produkte. Wir haben hier eine Collegejacke, die von außen erstmal einfach nur als Collegejacke zu identifizieren ist und so sieht geht's. halt wirklich aus wie ein Sweatshirt mit Reißverschluss. Ne? Ja, trägt sich auch so, aber ich habe einen 360-Grad-Rundumschutz. Die Menschen, die das tragen, haben keine Nahkampfausbildung oder sonst Ja. irgendetwas.
sondern sollen einfach nur geschützt werden. Ich fand es sehr interessant, als ich das vorhin in der Hand gehabt habe, um es mal anzuziehen. Es kühlt auch, ne? Also es ist wirklich, das Material ist kalt. Genau. Ja, ich habe eben viel Material, das ist die große Gefahr an der Stelle, wenn ich hier nicht aufpasse und die richtigen Materialien wähle, dass das nicht tragbar ist. Weil es einfach 0,0 atmungsaktiv ist und mich erdrückt. Das ist an der Stelle nicht so. Gegenseite von der Feuerresistenz, ne, dass man einfach hier viele Lagen oder viel Stoff braucht, um auch mal einen Stich abzuhalten, ja, oder einen Schnitt entsprechend. Richtig. Das ist jetzt aber nicht nur hier die Jacke, sondern ihr habt noch andere Teile. Genau, wir haben neben der Collegejacke eine Softshell-Jacke, dann haben wir ein Sweatshirt, wir haben ein Longsleeve-Polo und wir haben ein Kurzarm-T-Shirt. Also eigentlich für alle Witterungslagen auch perfekt ausgestattet. Ne? Genau. Also ich meine, im Sommer brauche ich nicht mit so einem Hoodie um die Ecke kommen. Richtig. Und das Ganze zivil aussehend in verschiedenen Farben, einmal schwarz und einmal dunkelblau und künftig wird es dann auch noch hellgrau geben. Das passt halt auch gut dann zu allem und kann auch tatsächlich dienstlich getragen werden, zur Uniform, hätte ich jetzt gesagt, von den Farben her. Ja, ganz genau. Cool. Nils, vielen Dank. Ich finde es Weltklasse, dass ihr hier immer so viel tut, um die Beamten draußen zu schützen mit euren Produkten. Macht weiter so. Und für euch da draußen, 3PS, haben wir für euch nochmal in der Videobeschreibung alles, was ihr braucht, um euch das im Detail anzuschauen. Ich denke, da werden wir auch nochmal ins Detail gehen auf unserem Kanal. Wir gehen mal raus bei der Enforce Tech bei Recon Company 3PF und schauen mal, was es hier noch so zu sehen gibt. Wenn ihr kein Video verpassen wollt, denkt daran, ein Abo dazulassen und die Glocke zu klicken. Wir sind raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye.